Ich habe mich selbst zum Problem gemacht und genau dadurch habe ich meine Beziehung zerstört. Nicht, weil ich böse war, sondern weil Selbstschuld sich erwachsen anfühlt. Und wenn du ehrlich bist, du machst das auch. Ich habe mir gesagt, mit mir stimmt etwas nicht. Nicht laut, nicht dramatisch. Still, sachlich, fast reif. Und genau dieser Gedanke hat mehr kaputt gemacht als meine Wut. Mehr als mein Schweigen. Mehr als meine Ausbrüche. Denn solange ich das Problem war, musste ich mein Verhalten nicht verändern. Und das ist die Wahrheit, über die kaum ein Mann spricht. Ich habe mich selbst zum Defekt erklärt. Nicht aus Demut, sondern aus Angst. Angst vor Nähe, Angst vor Kontrollverlust, Angst davor, nicht mehr gebraucht zu werden. Wenn ich falsch bin, ist die Sache überschaubar. Dann liegt es an mir. Dann kann ich mich schuldig fühlen. Dann gibt es Ordnung. Chaos wäre gewesen, nicht zu wissen, ob sie bleibt. Also habe ich mich innerlich klein gemacht. Nicht aus Selbsthass, sondern aus Kontrolle. Und hör mir gut zu, das war kein Rückzug, das war eine Strategie. Denn während ich mich selbst zerlegt habe, ist etwas anderes passiert. Ich bin enger geworden, vorsichtiger, unberechenbarer. Selbstanklage macht nicht sicher, sie macht leise. Und leise sein ist keine Stabilität, es ist Spannung. Und wenn du ehrlich bist, du kennst das. Du sagst nicht, ich habe Angst. Du sagst, mit mir stimmt etwas nicht. Das fühlt sich reif an, reflektiert, fast therapeutisch. Ist es aber nicht. Es ist ein Umweg. Denn solange ich mich selbst zum Hauptproblem erkläre, muss ich mich nicht mit dem beschäftigen, was ich tue, wenn Angst hochkommt. Ich konnte mich schuldig fühlen und trotzdem gleich bleiben. Und genau da kippt es. Denn irgendwann reicht Selbstkritik nicht mehr. Irgendwann willst du Entlastung. Und dann kommt dieses Wort. Sorry. Ich dachte lange, wenn ich mich zurücknehme, wenn ich genug Einsicht zeige, dann muss man mir doch glauben, dass ich es ernst meine. Die Wahrheit ist, Selbstzerlegung ersetzt keine Veränderung. Sie verzögert sie. Nicht du heißt nicht, du hast nichts falsch gemacht. Nicht du heißt auch nicht, alles ist okay. Nicht du heißt, du bist kein Defekt. Aber dein Verhalten hat Wirkung. Und genau darum geht es hier. Wenn du dich ständig selbst zum Problem machst, wirst du nicht reifer. Du wirst schwerer zu halten. Und das ist der Punkt, an dem viele Beziehungen sterben. Nicht wegen eines Fehlers, nicht wegen eines Streits, sondern wegen eines Musters. Das hier ist kein Trost, keine Entlastung. Es ist eine Entscheidung. Höre ich auf, mich selbst zu zerlegen und fange an, mein Verhalten zu beobachten? Denn im nächsten Schritt geht es nicht mehr darum, wer du bist, sondern darum, was du tust, wenn Angst hochkommt. Und genau dort kommt Sorry ins Spiel. Mein Name ist André. Das hier ist nicht du. Und das ist André dekodiert. Wenn du bereit bist, hinzuschauen, dann bleib. Wenn nicht, dann klick weiter.